Moin zusammen, hier ist Erik von Muffin Support und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch zwei Android-Boxen mitgebracht, die es euch ermöglichen, eure integrierte Apple CarPlay-Schnittstelle in eurem BMW in eine Android-Auto-Schnittstelle umzuwandeln, beziehungsweise ganz viele Apps zu benutzen, die ihr sonst mit CarPlay nicht nutzen könntet. Ich habe zwei Produkte mitgebracht. Das wäre zum einen dieses Produkt, die MMB-Box Version 2.0 und eine etwas unscheinbare Box in Schwarz. Genau, ganz grundsätzlich, hardwaremäßig sind beide Boxen fast identisch. Die äußere Hülle ist etwas anders, aber wir haben beide Android TV Boxen mit Android 13. Wir haben beides mal 8 GB Arbeitsspeicher und wir haben 128 GB integrierten Speicher. Beide Einheiten gibt es auch mit 4 GB und 64 GB Arbeitsspeicher. Allerdings unterscheiden die sich rein preislich so gut wie gar nicht und ich würde euch definitiv empfehlen, hier mit den etwas leistungsstärkeren Varianten zu gehen. Genau, ganz grundsätzlich zu den Anschlüssen könnt ihr hier sehen, haben wir USB-C und hier bei der Joey Box bzw. bei der MMB 2.0 haben wir auch ein USB-C. Beide Boxen werden also über USB-C oder über USB-A angeschlossen. Es sind bei beiden Boxen jeweils ein USB-C zu USB-A oder USB-C zu USB-C Kabel dabei. Mein Fahrzeug hat in dem Fall beide Anschlüsse. Genau, ich habe die jetzt einfach mal mit USB-A erstmal angeschlossen. Genau, dann die MMB-Box, wenn wir uns nochmal hier die Anschlüsse anschauen. Wie gesagt, hier war der USB-C für Power Delivery, also dass die halt Strom bekommt. Hier an der linken Seite haben wir einen Mini-HDMI-Port. Das heißt, wenn ihr ein Mini-HDMI-Kabel habt oder auch einen Adapter kauft, dann könnt ihr die Box auch an einen Bildschirm anschließen. Am coolsten wäre natürlich ein Touch-Bildschirm. Das heißt, ihr könntet diese Box hier theoretisch nicht nur in eurem BMW nutzen, sondern auch an jeden x-beliebigen Bildschirm mit diesem Anschluss anschließen. Genau, dann gehen wir einmal auf die Rückseite. Da haben wir auch noch eine kleine Klappe, worunter sich hier mehrere Anschlüsse verstecken. So. Dann haben wir hier einmal auf der Seite einen Anschluss oder einen Steckplatz für eine Nano-SIM-Karte und auf der anderen Seite einen Steckplatz für eine SD-Karte. Also wenn euch hier die 128 GB internen Speicher nicht ausreichen, habt ihr hier, wie gesagt, die Möglichkeit, eine SD-Karte reinzustecken. Im Gegensatz zu den anderen Boxen ist das sowohl bei dieser MMB-Box als auch bei der anderen Box, welche von der Marke Time Known ist, nicht erforderlich, dass ihr hier eine SIM-Karte reinsteckt, damit das Ganze funktioniert. Ihr könnt auch vom Handy zum Beispiel einen WLAN-Hotspot geben. Genau. Bei vielen dieser Boxen, dieser Bauart, ist es nämlich Pflicht, dass man eine SIM-Karte hat. Ja, ich habe zum Beispiel nur eine eSIM auf meinem Haupthandy. Ich habe gar keine physische SIM-Karte mehr. Und ich möchte auch keinen zweiten Vertrag haben, nur für diese Box. Und deswegen großer Pluspunkt, was das hier schon mal angeht. Genau, gehen wir noch einmal rüber zu der anderen Box. Die wollen wir natürlich uns auch noch einmal anschauen. Die hat das Layout, dass wir hier nur ein USB-C haben auf der einen Seite. Also wir haben keinen zusätzlichen HDMI-Ausgang leider. Finde ich persönlich ein bisschen schade, wobei ist auch mal die Frage, ob man das wirklich braucht für den Zweck, wofür sie eigentlich gemacht ist. Genau, und hier auf der Rückseite haben wir dann, wie bei der anderen Box, einmal SIM-Karten und für die SD-Karte. Genau, rein hardwaremäßig können wir noch sagen, sind beide Boxen eigentlich identisch. Also, wie ich schon erwähnt habe, beide haben 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher und auch den gleichen Prozessor verbaut. Genau. Wo sie sich aber unterscheiden, ist dann in der Thema Software und da gehen wir jetzt einmal rüber. So, ich habe das heute jetzt einmal auf Zündung gemacht. Wenn die Android-Box startet, dann leuchtet hier so eine kleine rote LED
oder es sind mehrere LEDs. Das heißt, hey, okay, warte einen Moment, die Box startet. Da müsst ihr ungefähr, wenn ihr den USB reingesteckt habt und die Stromversorgung hergestellt ist, also irgendwas zwischen 10 und 20 Sekunden ungefähr warten, würde ich schätzen. Das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Und dann können wir hier mit dem iDrive in unser Menü auf Kommunikation gehen, mobile Geräte verwalten. Dann müsstet ihr in dem Fall ein neues Gerät hinzufügen. Das macht ihr dann einfach, indem ihr hier in die Mitte auf neues Gerät zufügen klickt. Genau, dann wählen wir hier Apple CarPlay aus. Ganz wichtig für beide der Boxen, euer BMW muss CarPlay-fähig sein. CarPlay Wireless, also das ist bei BMW Standard, aber ihr müsst auf jeden Fall ein Auto haben, was Apple CarPlay unterstützt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, man würde jetzt hier sagen, okay, neues CarPlay hinzufügen. Wir sagen bestätigen. Ich habe in meinem Fall jetzt zu viele USB-Geräte, zu viele Bluetooth-Geräte, das heißt, müsst ihr jetzt hier aus der Liste rauslöschen. Kann ich jetzt momentan nicht, weil ich die Geräte alle brauche. Genau, aber wenn ihr hier bestätigen würdet, würde da einfach stehen, hier BMW und dann eine bestimmte Nummer. Und jetzt könntet ihr eure Geräte per Bluetooth koppeln. Genau, das Ganze ist ein bisschen tricky, kann man ruhig sagen, weil eure Box ja kein Bildschirm habt, wo ihr jetzt sagen könnt, okay, verbinde dich per Bluetooth mit dem Gerät. Und das müsst ihr auch gar nicht, weil das Ganze automatisch funktioniert. Also wie gesagt, neues Gerät, ihr wählt CarPlay aus und dann einfach den Bildschirm so lassen, wie er ist. Ich hatte das in meinem Test so, dass das manchmal nicht so 100%ig funktioniert hat. Ja, dann zieht er einfach den USB-Port von der entsprechenden Box einmal raus, steckt den wieder rein, die startet dann und dann verbindet sie sich automatisch per Bluetooth. Müsst ihr also nichts machen, funktioniert alles automatisch. Ja, jetzt sehen wir schon, meine Box hat sich jetzt gerade automatisch per Bluetooth verbunden. Ja, ich habe das Ganze so eingestellt, dass immer wenn ich die Box verbinde, dass wir hier eine App sehen, die nennt sich Android Head Unit Reloaded. Also damit ich Android Auto sozusagen sofort starten kann und ich gar nicht groß hier irgendwas rumklicken muss. Denn wir haben einen kleinen Nachteil dieser Boxen. Ich bin jetzt in einem BMW i3 und der hat kein Touchscreen und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu bedienen. Ich versuche mal mein Glück, ob ich das gerade so auf Anhieb hinkriege. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Genau, also das ist die eigentliche Oberfläche, die wir sonst sehen. Wir können jetzt hier mit dem iDrive navigieren. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber um die App rum, wo ich gerade bin, ist so ein kleiner roter Rahmen. Genau, da sind jede Menge Apps vorinstalliert. Ich habe bei mir jetzt schon ein bisschen aufgeräumt. Einfach Apps, die ich nicht brauche, runtergeschmissen. Aber ihr seid hier völlig frei, was die App-Auswahl angeht. Ja, also ihr könnt auch sowas wie Netflix, Disney Plus, Hulu, das waren so Streaming-Dienste, die zum Beispiel vorinstalliert waren. Ihr habt hier bei dieser Wolke die Möglichkeit, Over-the-Air-Updates zu machen. Also die MMB-Box auf jeden Fall wird regelmäßig geupdatet. Und wir haben hier oben links den Google Play Store. Das heißt, wenn ihr euch mit eurem Google-Konto anmeldet, habt ihr entsprechenden Zugriff auf alle möglichen Apps. Ansonsten haben wir ja noch so Anwendungen, wo man sein Handy einfach per Bluetooth koppeln kann und darüber dann Musik abspielen kann, wenn man das halt nicht über Android Auto machen will, sondern sozusagen das Interface von der Box nutzen möchte. Genau, unten rechts haben wir in dem Fall das Kontrollcenter. Also da können wir Geräte per WLAN, Bluetooth, wenn ihr eine SIM-Karte habt, dann 4G-Konnektivität und ihr könnt auswählen, ob ihr das interne Bluetooth oder das interne GPS des Autos nehmt oder das GPS der Box verwenden wollt. Genau, da haben wir so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Genau, und sonst ganz grundsätzlich das Interface meiner Meinung nach sehr aufgeräumt. Mit den 3M-Streifen als Hintergrund. Ja, finde ich eigentlich ganz schön gelungen. Wie gesagt, mit dem iDrive
wenn ihr einer der wenigen BMW-Modelle habt ohne Touchscreen, könnt ihr diese Oberfläche erstmal grundsätzlich bedienen. Genau, es gibt bestimmte Teile in dieser Bedienoberfläche, die könnt ihr leider nicht mit dem iDrive erreichen. Zum Beispiel die internen Einstellungen. Genau, aber ganz grundsätzlich, wenn ihr die Anwendung hier auf dem Bildschirm nutzen wollt, ja, würde ich euch empfehlen, ein USB-Gerät zu holen, zum Beispiel so eine kleine USB-Fernbedienung. Ja, die gibt es teilweise so klein rund, wo einfach so oben, unten, links, rechts und eine Home-Taste ist. Ja, mit denen kann man zum Beispiel, wenn ihr kein Touchscreen habt, das Ganze wunderbar bedienen. Ansonsten könnt ihr die Apps bei dem Touchscreen ganz normal anklicken, Wischgesten nach links und rechts und einfach die Sachen anklicken, die ihr haben wollt. Genau. Besonderheiten bei der MMB, also kriege ich so hochgezeigt? Na, leider nicht. Also mit der schwarzen Box mit den 3 M-Streifen drauf ist. Wir haben hier ein paar mehr Optionen. Also dieses Head Unit Reloaded, was ich euch gezeigt habe, also was wir hier sehen. Ja, das ist eine Bezahl-App, die müsst ihr also für 5 Euro kaufen. Läuft dafür aber buttery smooth, wie jetzt die englischsprachigen Leute sagen würden. Also es läuft sehr flüssig, ohne Probleme, unterstützt auch sämtliche Bildschirmformate. Der i3 hat tatsächlich ein Display, was sehr stark im Breitformat ist. Andere BMWs, die ich habe, die haben nur so einen geteilten Bildschirm, funktioniert aber damit auch ganz super. Genau, die Box passt sich jedes Mal an das richtige Bildschirmformat an. Wenn ihr sagt, ihr wollt keine 5 Euro extra ausgeben, dann gibt es hier auch eine integrierte Android-Auto-Funktion. Die habe ich jetzt in meinem Modell schon deinstalliert, ja, weil es zwischen den beiden Apps hier, zwischen Head Unit Reloaded und der richtigen Integration oder der Integration dieser Box mit Android Auto immer so ein paar Probleme gab. Grundsätzlich gibt es dann hier in dem ganzen Menü eine App, die heißt Android Auto. Da klickt ihr rauf, verbindet euer Smartphone per Bluetooth mit dieser Einheit, ja, und dann könnt ihr Android Auto auch auf dieses Gerät spiegeln. Genau. Okay, würde ich sagen, stöpsel ich einmal um und wir schauen uns dann mal die TimeKnown Box an. So, die TimeKnown Box ist angeschlossen. Genauso wie die MMB haben wir hier eine LED-Beleuchtung, die entsprechend leuchtet, wenn die Box verbunden ist oder nicht verbunden ist. Verbinden ist hier genau das gleiche Spiel. Er sagt dann also wieder Gerät verbinden. Dann wollen wir hier wieder CarPlay-Verbindung. Dann wartet ihr kurz und dann verbindet sich die Box im Regelfall automatisch. Wenn ihr das Ganze ein bisschen beschleunigen wollt, ist mir bei beiden Modellen aufgefallen, die automatische Verbindung dauert teilweise ein bisschen lange. Also auch schon nachdem ihr das Ganze gekoppelt habt. Ihr könnt hier einfach hingehen, sagen wir beim gekoppelten Gerät, gehen wir hier auf Gerät verbinden. Ja, und dann forcieren wir sozusagen diese Verbindung, anstatt zu warten, bis das Ganze automatisch passiert. Genau, dieser initiale Verbindungsaufbau, wie gesagt, der dauert manchmal ein bisschen. Gibt den einfach einen Moment Zeit. Wenn es jetzt zu einem Fehler kommen würde, ist die Box noch nicht richtig hochgefahren. Genau, also da muss man so ein bisschen Gefühl entwickeln. Ich habe die beiden Modelle jetzt circa seit einer Woche. Ja, er sagt jetzt hier, okay, Verbindung konnte nicht aufgebaut werden. Dann müssen wir ihm einfach noch mal einen kleinen Moment geben, bis er vollständig hochgefahren ist. Und wie gesagt, normalerweise ist das so, ihr steckt nur den USB rein. Wenn ihr das einmal gekoppelt habt, ja, dann funktioniert das Ganze auch eigentlich automatisch. Genau. So, jetzt haben wir gesehen, das ist schon angestartet. Genau, so, da haben wir die Oberfläche von dem TimeKnown Gerät. Grundsätzlich erstmal, meine persönliche Meinung, sieht das Ganze deutlich integrierter aus, kann man das so sagen. Ich zeige das nochmal ein bisschen näher. So, dann könnt ihr das vielleicht auch ein bisschen besser sehen. Das sieht ein bisschen integrierter aus. Ich finde diese Oberfläche, das erinnert sehr stark an die
iDrive 8 ist das, glaube ich, die Oberfläche. Ist definitiv auch darauf ausgebaut, dass man das auf einem Touchscreen hat, der so eher dieses Format hier hat. Seht ihr gar nicht. Also, ne, der eher so ganz breit ist, was sich über die ganze Armatur erstreckt, anstatt nur den kleineren Bildschirm, den ich habe. Genau, aber wie ihr seht, funktioniert genauso gut. Das Ganze ist, ja, wie gesagt, ist ein bisschen moderner. Es wirkt einfach eher danach, dass es sieht eher wie ein BMW-System aus. Genau. Prinzipiell, genau, ist es aber das gleiche. Wir haben ja die gleiche Android-Version, wie gesagt, die auf der gleichen Hardware läuft. Die Benutzeroberfläche ist halt Geschmackssache. Rein von der Bedienung nur mit dem iDrive ist die Oberfläche vom MMB etwas besser. Wie gesagt, wenn ihr einer der ganz wenigen Modelle habt, die keinen Touch-Bildschirm hat. Die reine Touch-Bedienung finde ich tatsächlich mit dieser Box besser, mit der von TimeZone. Das ganze Interface ist einfach auch eindeutig auf die Touch-Bedienung ausgelegt. Wie gesagt, kauft euch so einen kleinen Bluetooth-Adapter, so eine kleine Fernbedienung und dann funktioniert das damit wunderbar. Ich habe das in meinem Fall mit dem PlayStation-Controller ausprobiert, hat auch wunderbar funktioniert, weil ich mir für den Test nicht extra noch eine Fernbedienung kaufen wollte. Genau, aber gibt es bei den üblichen Quellen, AliExpress und Co., so eine kleine Bluetooth-Fernbedienung, gar kein Problem. Genau. Wo unterscheiden sich die beiden Boxen jetzt? Also bis auf die Benutzeroberfläche erstmal unterscheiden sie sich in ein paar Features. Wenn ihr Android Auto nutzen wollt, dann braucht ihr hier tatsächlich die Head Unit Reloaded App, also das, was wir hier oben haben. Denn diese Box hat zumindest momentan noch keine integrierte Schnittstelle für Android Auto. Das heißt, ihr könnt die Apps wie bei der MMB-Box hier über den Play Store installieren, entsprechend sich eurem Google-Konto anmelden und dann die Apps runterladen, die ihr wollt. Ne? Netflix, Disney Plus, Google Maps, Waze, was es da alles so Schönes gibt. Das könnt ihr hier genauso gut machen. Wenn ihr die Android Auto Integration nutzen wollt und wie ich das gerne möchte, braucht ihr diese Head Unit Reloaded App für 5 Euro. Meiner Meinung nach, ist es das Ganze wert. 5 Euro sind wirklich nicht die Welt und das funktioniert wirklich super toll. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Genau, ansonsten haben wir hier bei der Box ähnliche Features. Die Einstellungen sind leider nicht ganz so ausfallend. Also die MMB-Box hat extra noch Einstellungen für die Box selber. Ja, was soll beim Systemstart mitstarten? So ein paar Einstellungen wie, soll das immer Vollbild sein. Wir haben bei der MMB-Box, also um das nochmal zu zeigen, bei dem Modell einfach mehr Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen eher einzustellen. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Box, die ich jetzt hier angeschlossen habe, von TimeZone etwas neuer ist. Ja, das heißt, die Software-Features werden da mit der Zeit auf jeden Fall noch weiterentwickelt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schließe ich nochmal die MMB-Box an, weil man das da tatsächlich am besten sehen kann. Und dann zeige ich euch mal, wie wir das mit Android Auto hier integriert haben. So, meine Box ist gestartet und wie ihr seht, sehen wir gleich das Android Auto Interface. Alles, was ich letztendlich machen musste, ist den USB-Stecker in meine MMB-Box stecken, kurz die Bluetooth-Verbindung abwarten und von meinem Smartphone aus hat sich die Box direkt verbunden, Android Auto gestartet und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, entsprechende Ziele anzugeben, Musik zu hören, alles, was man mit Android Auto so machen kann. Das Ganze kann man auch komplett mit dem iDrive bedienen. Ist an sich gar kein Problem. Das Einzige, was ihr machen solltet, ist entsprechend eure iDrive-Buttons richtig zu mappen, also richtig zuzuordnen. Das zeige ich euch hier nochmal. Oh, das war einer zu weit. Also hier auf dem Zurück-Button kommen wir zurück, um die App zu schließen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eine App zu installieren, die sich Keymapper nennt. Da könnt ihr dann also die Einstellungen oder die Tasten des iDrives auf Tasten
auf der Android-Box sozusagen übertragen. Also als Beispiel ein Fingertipp auf irgendwas. Ja, das ist auf einer Tastatur zum Beispiel ein Enter. Das heißt, ich möchte, wenn ich meinen iDrive-Knopf runterdrücke, dass ein Enter gesendet wird. Genau. Und so könnt ihr zum Beispiel auch mit links und rechts kippen, ja, dass ihr wie auf dem Controller dieses Steuerkreuz nach links und rechts gehen könnt, nach oben und unten. Genau, diese Einstellungen könnt ihr, wie gesagt, mit dieser Keymapper-App machen. Ist aber auch nur notwendig, um das Ganze nochmal zu erwähnen, wenn ihr nur den iDrive nutzen könnt oder beispielsweise auch nur wollt. Wenn ihr einen Touchscreen habt, ist das Ganze super einfach. Ihr klickt einfach an, was ihr haben wollt und ja, könnt dann entsprechend mit Waze, Google Maps, eurer Musik auf dem Handy navigieren. Funktioniert alles wunderbar. Genau, dann war es das eigentlich schon soweit. Ich weiß, dass dieses Video längst nicht alles deckt, aber es war einfach wirklich super krass viel. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, egal ob zu der MMB-Box oder der TimeZone-Box, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar durch und versuche euch da die bestmögliche Antwort zu geben. Wenn ihr Interesse an den Artikeln habt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen entsprechenden Link zu beiden Boxen mit Rabattcoupon. Also wenn ihr da gerne die Links nutzen wollt, dann tut das. Wie gesagt, über meine Links könnt ihr gerne noch ein paar Taler sparen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Ciao, ciao.